An dieser Stelle wurde 1996 die Gedenkstätte Börneplatz eröffnet. Und das war natürlich ein sehr großes Event, aber auch das Resultat eines sehr langen Prozesses. Wir haben den Wettbewerb mitgemacht, gestaltet, noch als Studenten, Ende der 80er Jahre. Nach dem Börneplatz-Konflikt wurde hier an dieser Stelle ein Wettbewerb ausgelobt. Viele sagen, es war eine Art von Kompromiss, Weiterbauen des Stadtwerkegebäudes mit der Implementierung des Museums Judengasse und daneben eine Gedenkstätte. Und wir haben mit einem sehr provokativen Vorschlag einen zweiten Preis neben zwei anderen noch erreichen können. Und unser Vorschlag wurde dann modifiziert umgesetzt. Wesentlich für die Gestaltung der Gedenkstätte ist die Fragestellung, wie verhält sich Gedenken oder eine Gedenkstätte zum öffentlichen Raum, also zu einem Raum, den man schwer kontrollieren kann, der wie in diesem Fall an der Battonstraße verkehrsumtost ist. Eine Straßenbahn fährt entlang alle paar Minuten. Uns war es ein Anliegen, hier einen Dialog zu schaffen, wirklich die Gedenkstätte in den öffentlichen Raum zu stellen. Insofern ist das wesentliche Element der Gedenkstätte die alte Friedhofsmauer. Um den Friedhof herum, fast 300 Meter lang. Hier befinden sich über 11.000 Namensblöcke mit den Namen der Opfer des Holocaust aus Frankfurt. Und man sieht dieses sehr repetitive Muster aus der Entfernung, was man in gewisser Weise auch mit der sehr industriellen Massentötung assoziieren kann. Wenn man herantritt, findet wirklich ein Wahrnehmungsprozess statt. Man wird vielleicht neugierig, indem man beim Herantreten Schrift erkennt. Wenn man ungefähr 1 Meter herangeht, kann man Namen lesen. Also hier findet dann sozusagen der Übergang statt zu einer Individualisierung. Und ich glaube, dieser Spannungsbereich zwischen dieser massenhaften Tötung, zwischen dem industriellen, bürokratischen und auf der anderen Seite dem individuellen Schicksal, das war uns ein großes Anliegen, das darzustellen und hier ein gestalterisches Mittel zu finden. Ein zweites wesentliches Element der Gestaltung ist ein Kubus mit Fragmenten der historischen Judengasse und in gewisser Weise auch ein Anknüpfungspunkt zum Börneplatz-Konflikt. Denn der Börneplatz-Konflikt 1987 war ja der Auslöser für die Entstehung der Gedenkstätte. Seinerzeit wurde auch unterstellt, dass die Gedenkstätte eine Art von Kompromiss ist. Ich glaube, der Kubus ist auch ein Kommentar dazu, was den Steinen auch an Gewalt angetan wurde. Die Gedenkstätte ist, wie ich denke, sehr stark im Zusammenhang mit dem Museum Judengasse zu sehen und natürlich dem historischen Friedhof an der Battonstraße. Diese über 11.000 Namen an der alten Friedhofsmauer sind natürlich Ausdruck der bürokratischen Listen aus dem Dritten Reich, aber eben auch der Forschung, die durch das Jüdische Museum in Frankfurt vorgenommen wurde. Und insofern sehe ich dieses Denkmal auch nicht als ein abgeschlossenes Denkmal, sondern es ist ein Denkmal, das ergänzt wird durch die Datenbank im Museum und auch durch eine Forschung, die nach wie vor noch läuft. Denn es gibt hier am Ende dieser A bis Z-Liste der Opfer gibt es einen Appendix mit neuen Daten, die durch die Öffnung der Archive in der ehemaligen Sowjetunion zum Vorschein kamen. Und dies ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass dieses Denkmal eben nicht der Schlussstein der Erinnerung ist oder der Schlussstein eines Prozesses, sondern nach wie vor ein lebendiges Denkmal bleibt. Und dies sehr stark durch den Zusammenhang mit dem Museum. Ich bin Nikolaus Hirsch, Architekt und habe gemeinsam mit meinen Kollegen und Freunden Andrea Wandel und Wolfgang Lorch die jüdische Gedenkstätte am Börneplatz gestaltet.